Für 20 Minuten die Tour fortsetzen. Das ist der Ablauf. Und im Moment bin ich hier oben bei Ihnen, wenn Sie Fragen hätten. Yes, at the moment I'm upstairs, behind you, if you have any questions. So my name is Munique. If you have any questions, ask me please, and I'll go downstairs, we'll come upstairs in between. Also wenn es irgendwie Fragen gibt, ne, wenn sicher nicht. Mein Name ist Munique. Ich gehe jetzt wieder runter und komme dann mal zwischendurch runter. Perhaps the evening some rain, but during the day, we hope so. No rain. No sun, but no rain. Also Wetterbericht hat, zumindest jetzt tagsüber ist mal kein Regen angesagt, vielleicht am Abend, ne? Also laut Wetterbericht würde ich sagen. Ist okay. Sind die da? Und wenn Sie nach vorn schauen, sehen Sie zu den Türmen der Frauenkirche. Wahrzeichen Münchens. Du hast ja nicht Yes, in front of us, the view to the towers of the Church of Our Lady, and the towers are a landmark of Munich. Sozusagen hinter der Frauenkirche ist der Marienplatz. Und da ist später unser Stop Nummer 5, Marienplatz, wo das Rathaus ist. Da gibt es jetzt erst Kundgebungen und am Nachmittag Musik und Party. Marienplatz. Behind the Church of Our Lady is a square called Marienplatz. That's our stop number 5. Yes, at 11 o'clock at Marienplatz starts a rally of the unions, and then the afternoon music, more party. The afternoon at Marienplatz, heart of Munich. Munich was founded in the Middle Ages, 1158. Also am Marienplatz wurde München gegründet, 1158. Jetzt haben wir davon so einen ganz schönen Brunnen, das ist der Wittelsbacher Brunnen. Wittelsbacher war Herrschergeschlecht hier in Bayern. Kurz die Geschichte Münchens. In front of us on the left, the fountain, that's Wittelsbach Fountain, named after Wittelsbach Dynasty, was the reigning dynasty here in Bavaria. Also München ist eine mittelalterliche Gründung, 1158 gegründet, und dann in Bayern regieren die Wittelsbacher über 700 Jahre bis zum Ende des Ersten Weltkrieges bis 1918. Unser berühmtester Wittelsbacher war der Märchenkönig, der Ludwig II., weltberühmt geworden, von Neuschwanstein es hat bauen lassen. Aber der kam in München zur Welt, der wurde in Schloss Nymphenburg geboren, da können Sie sich auch sein Geburtszimmer anschauen. Yes, Munich was founded in the Middle Ages, 1158, and was founded at Marienplatz, I've told you, as a trading place. Then in Bavaria, Wittelsbach dynasty reigned. They reigned here more than 700 years, from Middle Ages on to 1918, the end of World War I. And most famous member of Wittelsbach dynasty was our fairy tale king, Ludwig II, also called the Mad King, the Crazy King. He let build the best known building of Germany abroad, Neuschwanstein. But he was born in Munich, he was born in Nymphenburg Palace. Und jetzt fahren wir mit Ihnen davor zu diesem schwarzen Obelisk. Und dieser Obelisk ist ein Denkmal an 30.000 gefallene bayerische Soldaten, die in Napoleons Russlandfeldzug 1812 ums Leben kamen. Ja, Bayern hat sich mit Frankreich, mit Napoleon damals verbündet, und so wurde Bayern Königreich dank Napoleon. 1806 ist Bayern Königreich geworden. Und der Platz mit dem Obelisk ist der ersten bayerischen König. Platz. Esposa, o primeiro rei da Baviera. Also hier oben auch, Sie verstehen mich wieder? Verstehen Sie mich, wenn ich spreche? Leise, ist zu leise, also wir brauchen es ein bisschen lauter. Manchmal wir bräuchten es ein bisschen lauter. Jetzt besser? Ja, jetzt wird es besser. Okay, now the microphone is working again.
Tja, und wir kommen jetzt in die dunkle Geschichte Münchens. In München wurde die NSDAP gegründet, 1920. Parteizentrale war dann in München, nicht in Berlin. Und gleich jetzt rechts hinter der Baustelle kommt so ein großer weißer Bau. Es war der Führerbau Hitlers, der nicht zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg. Und heutzutage sitzt da die Musikhochschule drin. Here we are reaching dark days in Munique's and in Germany's history. On the right-hand side, the huge building was Hitler's representation house. It was not destroyed during World War II. It was covered by a camouflage net, and it is cultural use today, fortunately, by the University of Music. So, jetzt Themenwechsel. Wir machen wieder einen kleinen Ausflug nach Griechenland, kommen über den Königsplatz und Sie sehen, der ganze Platz wie ein griechisches Forum angelegt. Und hier wegen Königsplatz wird München auch gerne das Isar-Athen genannt. Über die Isar kommen wir später auch noch. Es ist mal das Athen in München. Yes, here a short trip to Greece, Königsplatz, and you can see the square was built like a Greek antique forum. And because of this square here, Munich is called Athens on the river Isar. We will cross the river Isar later on. The temples left, right are museums with Greek and Rome. Bedeutet Gemäldesammlung. Aber die sind geschlossen heute, die Pinakotheken. Ja. The world is a collection of paintings, but the Pinakotheks are closed today. Das ist die Technische Universität, also ist kein Museum. Also hier ist jetzt nicht nur Museum, so Kunstareal, hier ist auch Wissenschaftsareal, auch mit Instituten, Universitäten eben. Yes, on the left hand side, that's not a museum, because I've told you it's museums and art district on the left. That's technical university. So here it's science district as well, with universities and institutes of the university. Houses College for Film and TV, that's on the right. Linke Hand sind die Pinakotheken, wie gesagt, die haben heute geschlossen. On the left hand side, the Pinakotheks, but they are closed today. Und dann komme ich mal hoch zu Ihnen, also wenn Sie hier Fragen haben. Yes, I'm upstairs. And you find the horse chestnut trees in the beer gardens. And that's our stop number 8 at BMW Museum is open. Übrigens BMW Museum hat auch geöffnet. So wie König von Ludwig II. We are turning to the right, are reaching a monumental street, Ludwigstraße. It was commissioned by Bavarian king. His name was Ludwig I. In a few moments I'll show you his monument in his street. And Ludwig I was very important for Munich. He commissioned the square in Greek style.